Der finale Showdown geht los in der Transferphase. Wir sind bald beim Deadline Day, noch genau etwa eine Woche ist der ganze Transfer-Showdown jetzt. Und wir haben News zu unserem Stürmer Martin Kars, der sehr wahrscheinlich die Elbe bald verlassen wird, noch diese Transferphase. Und das ist natürlich ein wirklich extremer Verlust. Darüber wollen wir heute auch reden, wo er eventuell hingehen könnte. Da gibt es noch keine Informationsquelle, wird auch sicherlich vielleicht sogar schon zu dem Video es geben. Ich gebe meine Clubs bekannt, die möglich sind, wo es auch schon Gerüchte darüber gab oder auch noch nicht, aber die Stürmer brauchen. Da gucken wir hauptsächlich in die Bundesliga. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Dankeschön an den, der das macht. Ja, Martin Kars hat bereits in dieser Saison in 4 Spielen 3-mal getroffen. Das ist schon mal eine ordentliche Quote, eine ähnliche wie letzte Saison. Und da war er auch äußerst stark, hat jetzt über konstante Leistung nicht wirklich geglänzt, sondern über Spiele, wo er geglänzt hat. Jetzt zuletzt, wie gesagt, in 4 Spielen 3 Tore, jeweils immer 1 gemacht. Das ist Konstanz dann dementsprechend. Er hätte mehr machen müssen, muss man auch sagen. Locker 5, 6 hätte er machen können, wie gesagt, oder müssen. Aber im Endeffekt verlierst du dann einen sehr, sehr laufstarken, extremst guten, pfeilspitzen Stürmer, der immer da auftaucht, wo es der Gegner am wenigsten erwartet. Das ist eine unglaubliche Qualität, die haben kaum Stürmer. Und du musst dann natürlich einen Ersatz in der Hinterhand haben, sonst würdest du diesen Stürmer nicht gehen lassen, weil du hast auch weiter nichts in der Hinterhand, was einen ähnlichen Stürmertyp abbildet beim FCM. Das heißt, du musst was in der Hinterhand haben. Ob das Caeli Sane ist, denke ich persönlich nicht, sondern irgendwas, was wir bis jetzt noch nicht wissen. Das können wir, glaube ich, noch gar nicht wissen. Es gibt keine Leaks darüber, dass ein möglicher Stürmer im Gespräch ist beim FCM. Außer Florian Krüger, das war der letzte, aber mit dem wird man sicherlich nichts zu tun haben. Das gleiche auch wie bei Caeli Sane. Außer man haut da ein Baba-Angebot raus und verspricht ihnen den Aufstieg in die erste Liga. Also sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Stürmer zu uns kommt. Wie gesagt, Martin ist ein absoluter Stammspieler bei uns, der auch das absolut verdient. Er zeigt seine Leistung Spiel für Spiel, vor allem laufstark ist er. Die Chancenverwertung, da ist er noch nicht der Beste, aber da kann er vielleicht dann auch den nächsten Schritt gehen in seiner Zukunft. Jetzt will ich aber euch erstmal die Vereine vorstellen, wo ich es mir möglicherweise vorstellen kann, dass er hinwechselt. Wir fangen mit dem Verein an, wo ich es am unwahrscheinlichsten finde. Und dann gucken wir direkt mal rein. Bei Heidenheim. Ja, warum Heidenheim? Ich erkläre es ganz kurz. Die haben hier mit Marvin Pieringer fehlt ihr Stammstürmer. Das aber wahrscheinlich nicht allzu lang bei einer Sprunggelenksverletzung. Dann haben sie noch Budo, Bräunig, Kaufmann, Stefan Schimmer. Vielleicht sagt man aber auch, die Qualität in der Breite ist nicht gut genug. Und dann dementsprechend holt man dann noch einen Stürmer. Ich persönlich schätze das, wie gesagt, am unwahrscheinlichsten ein von all denen, die ich euch hier heute vorstellen möchte. Möglich ist es trotzdem, aber warum es auch nicht passieren wird, Heidenheim gibt kaum Geld aus, beziehungsweise gar kein Geld. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, falls ein Leo Cienza geht, dass dann vielleicht ein Wechsel zustande kommt, aber wie gesagt, ich würde Heidenheim grundsätzlich nur reinnehmen, weil sie vielleicht ein bisschen Stürmermängel hätten könnten in bestimmten Situationen, vor allem wenn ihr Top-Stürmer fehlt. Aber zu so einem Deal persönlich würde ich eher abwägen, vor allem bei Heidenheim. Aber damit kommen wir direkt zum zweiten Verein, wo ich es direkt mal viel wahrscheinlicher finde, nämlich zum SV Werder Bremen. Ja, die Stürmersituation sieht ja wie folgt aus. Sie haben keinen richtigen Stürmer außer Keke Top und Musa, aber der wird natürlich keine Rolle erstmal spielen, schätzungsweise, kommt aus der Bremen U19 und mit Keke Top dann keinen weiteren. Martin Kars wäre hier sehr wahrscheinlich Stammstürmer und natürlich bringt er dann noch ein bisschen mehr Erfahrung und Qualität auch mit als Keke Top, der definitiv noch meiner Meinung nach kein Bundesliga-Stürmer ist, aber das sehr wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren sein wird. Und Bremen hat auch klar verloren. Auch das zeigt natürlich, du musst was am Kader noch schrauben. Hier könnten sie natürlich relativ günstig einen Top-Stürmer bekommen. Entwicklung, Horst Steffen kennt ihn. Horst Steffen kennt ihn vor allem, weil er gegen Elversberg eine Top-Leistung abgerufen hat. Und wie es scheint, wenn man sich so die möglichen Neuzugänge anguckt, sind sie bereit auch für einen Stürmer Geld auszugeben. Denn Abonnier wäre ein Stürmer, für den man Geld ausgeben muss. Das gleiche auch für Zekiri und all das auf dem Niveau von einem Martin Kars.
wenn nicht sogar noch höher. Und auch da natürlich das Geldliche sieht höher aus. Also könnte es sein, dass sie trotz Transfer-Minus dann nochmal das Risiko eingehen, einen Stürmer zu holen. Das sehe ich ja auch als sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, mehrere Stürmer hatten sie scheinbar Interesse. Und das ist aktuell meiner Meinung nach der Verein, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass es dafür Martin Kass hingeht. Wie gesagt, meine aktuelle Informationsquelle ist nur, dass er sehr wahrscheinlich gehen wird. Wohin, weiß man noch nicht. Aber Borussia Mönchengladbach kommt als nächstes. Bei mir auf der Liste, das ist Verein Nummer 3. Die haben natürlich noch sehr, sehr viele Stürmer hier geholt. Mit Tim Kleindienst wird länger fehlen. Zudem muss man natürlich sagen, hat man einen Punkt geholt. Ja, aber die Frage ist, wie gut war der Punkt gegen den HSV? Auch da kann man sich natürlich hinterfragen. Vielleicht braucht man da noch was. Hier schätze ich aber auch eher das relativ so wie bei Heidenheim ein. Ich denke mal eher nicht, dass das passiert. Man hat extra jemanden ausgeliehen mit Haris. Maschino auch nochmal geholt. Ich sehe Maschino auf jeden Fall besser als Kars. Aber vielleicht als Zweitstürmer, wer weiß. Persönlich schätze ich das hier aber auch eher als unrealistisch ein. Ich habe es hauptsächlich reingenommen, weil ja, Gladbach bereits schon mal an Martin Kass dran war. Hier sieht man es auch. Trotzdem für mich ein eher unwahrscheinliches Gerücht. Jetzt kommen wir zum größten Verein und auch zum interessantesten Gerücht. PSV Eindhoven soll überlegt haben, Kass zu holen. Ob sie aktuell noch dran sind, weiß niemand. Könnte aber passieren. Nämlich, wir haben ja einen Kader. Player hat sich verletzt von Gladbach. Deswegen hat man auch bei Gladbach überlegt, Kass zu holen. Das Transfer Plus ist klar. Man könnte sich Kass 100% leisten. Auch bei so einem großen Verein könnte man mehr verlangen als Magdeburg. Wie gesagt, man will sicherlich um die 6 Millionen, 4 Millionen plus Boni vielleicht oder ähnliches. Also unter 6 Millionen kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Vor allem, weil es ein Stürmer ist, der jetzt vor allem in dieser Phase, wir sind am 24.08., nur noch 7 Tage hätte, so einen Ersatz holen. Und das ist fast nicht machbar. Deswegen will man eine große Summe haben. Ich schätze Minimum 6 Millionen. Hat dann hier natürlich nur noch Pepe als Mittelstürmer. Kennt man von Augsburg damals sicherlich. Und sonst nichts mehr. Also man braucht ja auch irgendwas noch für die Breite. Wann Player aktuell zurückkommt, weiß man noch nicht ganz genau. Also könnte man hier auch Bedarf haben. Ob es dann zu einem Wechsel nach Eindhoven kommt, kann ich mir nur eher schlecht vorstellen. Ich weiß nicht warum. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kass schon bereit ist, da zu so einem großen Verein zu wechseln. Ob er den Druck stand hätte, wie gesagt, ich würde es ihm vom Herzen gönnen. Er hat es sich verdient durch die Leistung. Aber ja, würde uns natürlich immens nochmal schaden. Eindhoven auch natürlich Eredivisie, ein absoluter Top-Verein. Und definitiv einer der Favoriten auf den Titel. Und damit waren das auch schon meine Vorschläge bzw. Möglichkeiten, wo Kass hinwechseln könnte. Es könnte natürlich auch, keine Ahnung, in die Premier League oder zweite Liga, Premiership gehen oder Championship gehen. Ja, weiß man nicht. Dass er gehen wird, ist sehr wahrscheinlich, aber wohin, weiß man leider nicht, ja. Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen überrascht, sehr, sehr überrascht sogar, dass das so jetzt scheint, dass es so kommt. Auch so spät noch. Ich hätte gehofft, dann relativ früh, aber da muss man, wie gesagt, schon etwas in der Hinterhand haben, sonst wäre das planlos, was man da macht. Ja, und damit ciao Leute und bis zum nächsten Mal.